Also, ich habe da neulich über etwas nachgedacht. Haben die Deutschen eigentlich diese extrem präzisen Wörter für Sicherheit und Regeln erfunden, weil sie von Natur aus so ordnungsliebend sind? Gute Frage. Oder, und das ist ein echtes Henne-Ei-Problem, formen Wörter wie Brandschutzzeichen oder Berufsgenossenschaft erst diese berühmte deutsche Zuverlässigkeit in unseren Köpfen? Ja, das ist wirklich ein philosophischer Gedanke, ne? Denk da mal drüber nach. Und damit ein herzliches Willkommen bei Deutsch zum Sklingt, deinem Kanal für die deutsche Sprache. Wenn du neu hier bist, klick direkt am Anfang auf den Abonnieren-Button unseres YouTube-Kanals Deutsch klingt, damit du keinen unserer Deep Dives in die Sprache mehr verpasst. Genau. Wir schlüpfen heute nämlich wieder voll in unsere Rolle als deine Deutschlehrer. Unsere Mission für die heutige Sitzung: Wir dekodieren die deutsche Arbeitswelt. Richtig. Wir nehmen uns die wichtigsten B2-Vokabeln aus Fokus Deutsch Lektion 2 vor, aber wir werden dir hier nicht einfach ein Wörterbuch vorlesen, wir schauen uns die Systeme hinter diesen Wörtern an. Ja, bevor wir aber in diese spannende Arbeitswelt abtauchen, noch ein wirklich wichtiger Tipp für deinen eigenen digitalen Alltag. Und zwar ExpressVPN. Extrem wichtig. Sicherheit im Internet ist essentiell, besonders wenn du reist. Stell dir vor, du bist im Ausland und willst dein heimisches Netflix schauen. Oder, das ist gerade ein brandaktuelles Beispiel, du willst das Tennisturnier Roland Garros auf YouTube verfolgen. Oh ja, das Problem kenne ich. Der offizielle Roland Garros YouTube-Kanal ist momentan nämlich nur aus Frankreich zugänglich. Was machst du da? Mit ExpressVPN kannst du deinen virtuellen Standort einfach nach Frankreich verlegen und das Turnier völlig problemlos genießen. Es ist genial. Absolut. Den Link, mit dem du dir einen speziellen Rabatt sichern kannst, findest du direkt unten in der Beschreibung. Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der viel im Netz unterwegs ist. Und wo wir gerade bei Links in der Beschreibung sind, ein wichtiger Hinweis für dich. Du musst heute nicht panisch mitschreiben. Nee, bloß nicht. Die komplette Vokabelliste für diese Sitzung mit allen deutschen Definitionen, tollen Beispielen und natürlich der englischen Bedeutung kannst du dir ganz entspannt in unserem Deutschklingt-Telegram-Kanal herunterladen. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Super praktisch. Aber Achtung! Aktuell ist der Download dort noch kostenpflichtig sein, später wird er kostenpflichtig sein. Also hol dir die Liste am besten sofort. Okay, lass uns loslegen. Wir werden uns heute thematisch von großen Ganzen der Wirtschaft über den Flughafen bis hin zu Sicherheit und Lebenszufriedenheit vorarbeiten. Ein ordentlicher Plan. Und wir machen das als kleines Vokabel-Ping-Pong. Erstes Wort. Das Gewerbe. Auf Englisch Trade oder Business. Genau. Die Definition? Eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit. Ein deutsches Beispiel dazu. Er hat gestern ein eigenes Gewerbe angemeldet. Wie sieht's mit der Gleitzeit aus? Oh, ein super Wort. Auf Englisch Flextime. Okay, lass uns das mal entpacken. Die Definition ist: ein Arbeitszeitmodell mit flexiblen Anfangs- und Endzeiten. Ein Beispiel wäre: dank der Gleitzeit kann sie morgens länger schlafen. Das klingt so sanft, wie eine Pufferzone für den Morgenkaffee. Dann haben wir das Baugewerbe und das produzierende Gewerbe. Richtig. Baugewerbe ist die Construction Industry, also der Wirtschaftszweig, der Gebäude baut. Beispiel: das Baugewerbe sucht dringend Fachkräfte. Und das produzierende Gewerbe ist the Manufacturing Sector. Definition: der Bereich, der Güter herstellt. Beispiel: das produzierende Gewerbe ist wichtig für den Export. Dann kommt die Finanzbranche. Englisch the Financial Sector. Definition: alle Unternehmen im Bereich Finanzen und Banken. Beispiel: er macht Karriere in der Finanzbranche. Und wenn man dort arbeitet, ist der Vertrag oft befristet. Auf Englisch Fixed Term. Definition: nur für eine bestimmte Zeit gültig. Beispiel: mein Vertrag ist leider auf 1 Jahr befristet. Wir sprechen hier über den oder die Beschäftigte. Englisch Employee. Definition: eine Person, die in einem Arbeitsverhältnis steht. Beispiel: das Unternehmen hat 500 Beschäftigte. Und all diese Leute arbeiten in einer bestimmten Branche. Auf Englisch Industry oder Sector. Definition: ein bestimmter Geschäftszweig. Beispiel: die IT-Branche wächst extrem schnell. Das ist wahr. Dann haben wir die Dienstleistung. Englisch Service. Definition: eine wirtschaftliche Leistung, die nicht in der Produktion von Gütern besteht. Beispiel: ein Friseurbesuch ist eine klassische Dienstleistung. Und wenn das nicht gut läuft, steigt die Arbeitslosenquote.
Englisch Unemployment Rate. Genau. Definition. Der prozentuale Anteil der Arbeitslosen. Beispiel: Die Arbeitslosenquote ist im Winter gestiegen. Kommen wir zum Gastgewerbe und zu Hotel und Gastronomie. Das hängt ja zusammen. Ja. Gastgewerbe ist the Hospitality Industry. Hotel und Gastronomie ist im Grunde synonym, also Hotel and Gastronomy. Definition: Die Branche, die sich um Bewirtung und Beherbergung kümmert. Beispiel: Viele Studenten arbeiten im Gastgewerbe oder konkret in Hotel und Gastronomie. Und dann das Gesundheitswesen, the Healthcare System. Definition: Alle Einrichtungen für die Gesundheit der Bevölkerung. Beispiel: Das Gesundheitswesen braucht mehr Geld. Jetzt zu den Arbeitszeiten. Teilzeit, Vollzeit und der Vollzeitjob. Also, Teilzeit ist Part-Time, Vollzeit ist Fulltime und der Vollzeitjob ist the Fulltime-Job. Definition: Teilzeit bedeutet weniger Stunden als üblich, Vollzeit ist die volle tarifliche Arbeitszeit. Beispiele: Sie arbeitet momentan in Teilzeit. Er hat endlich einen Vollzeitjob gefunden. Und jetzt kommt ein echtes deutsches Monsterwort. Sozialversicherungspflichtig. Englisch Subject to Social Insurance. Was für ein Wort. Was hier faszinierend ist: Dieses Wort bedeutet als Definition: Man muss gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Beispiel: Er sucht eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das garantiert die Absicherung. Wie steht's mit dem Homeoffice? Englisch Work from Home. Definition: Das Arbeiten von zu Hause aus. Beispiel: Freitags mache ich immer Homeoffice. Fehlt uns noch kaufmännisch. Englisch Commercial. Definition: Alles, was mit Handel und Verwaltung zu tun hat. Beispiel: Sie macht eine kaufmännische Ausbildung. Die Konjunktur. Englisch Economic Cycle. Definition: Die wirtschaftliche Gesamtlage. Beispiel: Die Konjunktur erholt sich langsam. Und die Land- und Forstwirtschaft. Englisch Agriculture and Forestry. Definition: Wirtschaftsbereiche, die Naturprodukte erzeugen. Beispiel: Die Land- und Forstwirtschaft leidet unter dem Klimawandel. Der Einzelhandel. Englisch Retail. Definition: Der Verkauf von Waren direkt an den Verbraucher. Beispiel: Der Einzelhandel kämpft mit dem Online-Shopping. Die Gewerkschaft. Englisch Trade Union. Definition: Eine Organisation, die die Rechte der Arbeitnehmer vertritt. Beispiel: Die Gewerkschaft fordert mehr Gehalt. Und der Überbegriff für das alles ist die Wirtschaftsbranche, also Economic Sector. Definition: Ein großer Teilbereich der Wirtschaft. Beispiel: Diese Wirtschaftsbranche ist krisensicher. Puh, das waren die Nomen. Lass uns schnell die Verben aus diesem Bereich machen. Klar. Auffallen. Englisch to stand out. Definition: Die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Beispiel: Sein Talent ist sofort aufgefallen. Bearbeiten. To process. Definition: Sich mit etwas beschäftigen oder eine Aufgabe erledigen. Beispiel: Ich muss diesen Antrag noch bearbeiten. Betreuen. To manage oder to look after. Definition: Sich um jemanden oder etwas kümmern. Beispiel: Er betreut unsere wichtigsten Kunden. Beaufsichtigen. To supervise. Definition: Kontrollieren, ob jemand etwas richtig macht. Beispiel: Der Lehrer muss die Schüler bei der Prüfung beaufsichtigen. Überwachen. To monitor. Definition: Etwas genau beobachten, um Fehler zu vermeiden. Beispiel: Das System überwacht die Temperatur. Verwalten. To administer or manage. Definition: Administrativ leiten oder ordnen. Beispiel: Die Sekretärin verwaltet die Termine. Hervorgehen aus to emerge from. Definition: Sich aus etwas entwickeln. Beispiel: Das neue Produkt ist aus einer langen Forschung hervorgegangen. Betreiben. To operate. Definition: Etwas am Laufen halten, wie ein Geschäft. Beispiel: Sie betreibt ein kleines Café. Einstellen, to hire. Definition: Jemandem einen Arbeitsplatz geben. Beispiel: Wir müssen neue Mitarbeiter einstellen. Erweitern, to expand. Definition: Etwas größer machen. Beispiel: Die Firma will ihr Sortiment erweitern. Gründen, to found.
Definition: etwas neu aufbauen, oft eine Firma. Beispiel: er möchte ein Start-up gründen. Und schließlich zubereiten, to prepare, oft bei Essen. Definition: Nahrungsmittel fertig machen. Beispiel: der Koch bereitet das Menü zu. Wow, das war ein echter Sprint durch die deutsche Wirtschaft. Lass uns den Ort wechseln und zum Flughafen zoomen. Ja, eine ganz andere Welt. Starten wir mit der Logistik. Englisch Logistics. Definition: die Planung und Organisation von Transporten. Beispiel: die Logistik an diesem Flughafen ist beeindruckend. Und dort gibt es die Luftfracht, Englisch Air Freight. Definition: Güter, die mit dem Flugzeug transportiert werden. Beispiel: die Luftfracht ist oft sehr teuer. Wer transportiert das? Eine Spedition, Englisch Freight Forwarding Company. Definition: ein Unternehmen, das Güter versendet. Beispiel: die Spedition liefert das Paket morgen. Und wer repariert die Flugzeuge? Der Fluggerätemechaniker oder die Mechanikerin, Englisch Aircraft Mechanic. Definition: ein Handwerker für Flugzeuge. Beispiel: der Fluggerätemechaniker überprüft die Triebwerke. Seine Aufgabe ist es, die Maschinen zu warten. Englisch to service. Definition: etwas regelmäßig kontrollieren und reparieren. Beispiel: die Techniker müssen das Flugzeug warten. Und auf dem Boden haben wir das Bodenpersonal. Englisch Ground Staff. Definition: Mitarbeiter am Flughafen, die nicht fliegen. Beispiel: das Bodenpersonal streikt heute. Die machen unter anderem die Flugzeugabfertigung, Englisch Aircraft Handling. Definition: alle Aufgaben am Boden, bevor ein Flugzeug startet. Beispiel: die Flugzeugabfertigung dauert etwa 40 Minuten. Und die Gepäckabfertigung, Englisch Baggage Handling. Definition: das Sortieren und Verladen von Koffern. Beispiel: bei der Gepäckabfertigung ist mein Koffer verschwunden. Da muss man dann also abfertigen, Englisch to dispatch oder handle. Definition: jemanden oder etwas für die Reise vorbereiten. Beispiel: wir müssen noch 200 Passagiere abfertigen. Genau. Der Passagier, Englisch Passenger. Definition: eine Person, die reist. Beispiel: der Passagier steigt ins Flugzeug. Die gehen vorher zum Check-in, das heißt auf Englisch auch Check-in. Definition: die Anmeldung am Schalter. Beispiel: der Check-in für diesen Flug schließt bald. Und sie bringen ihr Handgepäck mit, Englisch Hand Luggage. Definition: Gepäck, das man mit in die Kabine nimmt. Beispiel: das Handgepäck darf nicht zu schwer sein. Oben im Turm sitzt der Fluglotse oder die Fluglotsin. Englisch Air Traffic Controller. Definition: eine Person, die den Luftverkehr leitet. Beispiel: der Fluglotse gibt die Erlaubnis zur Landung. Und all diese Aufgaben am Flughafen können viel umfassen. Englisch to comprise oder include. Definition: aus verschiedenen Teilen bestehen. Beispiel: die Ausbildung kann viele Bereiche umfassen. Manchmal muss man auch den ganzen Flughafen umbauen. Englisch to rebuild. Definition: etwas baulich verändern. Beispiel: das Terminal wird gerade umgebaut. Und wenn jemand krank ist, muss man ihn vertreten. Englisch to fill in for. Definition: für jemandem anderen arbeiten. Beispiel: kannst du mich morgen in der Schicht vertreten? Sehr gut. Aber ein Wort haben wir hier noch, das extrem wichtig ist. Der Quereinsteiger oder die Quereinsteigerin. Englisch Career Changer. Oh ja. Wörtlich klingt das, als würde man von der Seite in etwas hineinspringen. Definition: jemand, der in einem Beruf arbeitet, den er nicht ursprünglich gelernt hat. Ein gutes Beispiel. Er arbeitet als Quereinsteiger in der IT. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ohne Quereinsteiger würde die Logistik heute zusammenbrechen. Das ist wahr. Aber ob Profi oder Quereinsteiger, hier wird es wirklich interessant. Alles funktioniert nur mit Sicherheit. Richtig. Der Arbeitsschutz. Englisch Occupational Safety. Definition: Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter. Beispiel: der Arbeitsschutz wird in dieser Firma ernst genommen. Denn es ist eine Pflicht. Englisch Duty oder Obligation. Definition: etwas, das man tun muss. Beispiel: es ist deine Pflicht, einen Helm zu tragen. Man ist dazu verpflichtet. Englisch obligated. Definition: rechtlich oder moralisch gebunden sein. Beispiel:
Sie sind verpflichtet, diese Regeln einzuhalten. Das steht in der Verordnung, Englisch Regulation. Definition: eine offizielle rechtliche Vorschrift. Beispiel. Die neue Verordnung gilt ab morgen. Und dann gibt es die Sicherheitsvorschrift, Englisch Safety Regulation. Definition: eine konkrete Regel für die Sicherheit. Beispiel: das Rauchen ist laut Sicherheitsvorschrift verboten. Und auch die Straßenverkehrsordnung, Englisch Road Traffic Regulations. Definition. Die Regeln für den Verkehr auf der Straße. Beispiel: man muss sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Wir haben vorhin über Fahnen gesprochen. Ein Verbotsschild oder Verbotszeichen. Englisch Prohibition Sign. Definition. Ein Schild, das etwas verbietet. Beispiel: das Verbotsschild zeigt, dass man hier nicht parken darf. Dann gibt es das Gebotszeichen. Englisch Mandatory Sign. Definition. Ein Schild, das zu einer Handlung zwingt. Beispiel: das Gebotszeichen verlangt das Tragen einer Brille. Und das Hinweisschild. Englisch Information Sign. Definition. Ein Schild, das informiert. Beispiel: das Hinweisschild zeigt den Weg zur Toilette. Oft sind die Schilder dreieckig. Englisch Triangular. Definition: in der Form eines Dreiecks. Beispiel: Warnschilder sind meistens dreieckig. Oder sie sind quadratisch. Englisch Square. Definition: in der Form eines Quadrats mit 4 gleichen Seiten. Beispiel: das Schild für den Notausgang ist quadratisch. Apropos Notausgang. Englisch Emergency Exit. Definition: eine Tür für Notfälle. Beispiel: der Notausgang muss immer frei bleiben. Das ist Teil vom Flucht- und Rettungsweg. Englisch Escape and Rescue Route. Definition: der geplante Weg nach draußen im Notfall. Beispiel: stellen Sie keine Kisten auf den Flucht- und Rettungsweg. Den weisen uns die Rettungszeichen, Englisch Rescue Signs. Definition: Schilder, die Hilfe oder Auswege zeigen. Beispiel: ein grünes Rettungszeichen hängt über der Tür. Ein riesiges Thema ist der Brandschutz, Englisch Fire Protection. Definition: Maßnahmen, um Brände zu verhindern. Beispiel: der Brandschutz wird hier jedes Jahr geprüft. Dafür gibt es Brandschutzzeichen, Englisch Fire Protection Signs. Definition: rote Schilder, die auf Ausrüstung hinweisen. Beispiel: das Brandschutzzeichen zeigt, wo der Schlauch ist. Und wir haben den Brandmelder oder Feuermelder, Englisch Fire Alarm. Definition: ein Gerät, das bei Feuer Alarm schlägt. Beispiel: du musst bei Rauch sofort den Feuermelder drücken. Den muss man also betätigen, Englisch to operate oder press. Definition: eine Maschine oder einen Knopf drücken. Beispiel: bitte den roten Knopf betätigen. Und um das Feuer zu löschen, Englisch to extinguish. Definition: ein Feuer ausmachen. Beispiel: die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Dafür benutzt man den Feuerlöscher, Englisch Fire Extinguisher. Definition: ein tragbares Gerät zum Feuerlöschen. Beispiel: der Feuerlöscher hängt an der Wand. Manchmal muss man dafür eine Glasscheibe, Englisch Glass Pane, zerstören. Definition: ein flaches Stück Glas. Beispiel: im Notfall die Glasscheibe einschlagen. Genau, einschlagen, Englisch to smash. Definition: mit Wucht kaputt machen. Beispiel: er musste das Fenster einschlagen. Was braucht man noch? Arbeitsmittel, Englisch Work Equipment. Definition: Werkzeuge oder Maschinen für die Arbeit. Beispiel: die Arbeitsmittel müssen geprüft werden. Und die Schutzausrüstung? Englisch Protective Equipment. Definition: Kleidung, die vor Gefahren schützt. Beispiel: die Schutzausrüstung ist hier Pflicht. Dazu gehört der Schutzhelm, Englisch Hardhat. Definition: ein harter Hut, der den Kopf schützt. Beispiel: auf der Baustelle brauchst du einen Schutzhelm. Und die Schutzbrille, Englisch Safety Goggles. Definition: eine Brille für die Augen. Beispiel: beim Schweißen muss man eine Schutzbrille tragen. Und der Sicherheitsschuh, Englisch Safety Shoe. Definition: ein Schuh mit harter Kappe. Beispiel: der Sicherheitsschuh verhindert Verletzungen am Fuß. Man muss jeden Sicherheitshinweis, Englisch Safety Instruction, beachten. Definition: eine Information über Gefahren. Beispiel: lesen Sie den Sicherheitshinweis sorgfältig. All das soll Gefahren vermeiden, Englisch to avoid. Definition: verhindern, dass etwas Schlechtes passiert.
Beispiel: Wir müssen Unfälle vermeiden. Und die Leute schützen, Englisch to protect. Definition: jemanden vor Schaden bewahren. Beispiel: der Helm soll deinen Kopf schützen. Man muss also Regeln befolgen, Englisch to follow oder obey. Definition: sich an Vorschriften halten. Beispiel: jeder muss die Regeln befolgen. Dinge richtig verstauen, Englisch to stow. Definition: etwas sicher einpacken oder lagern. Beispiel: bitte verstauen Sie Ihr Gepäck. Abfall muss man entsorgen, Englisch to dispose of. Definition: Müll wegwerfen. Beispiel: den alten Lack müssen wir fachgerecht entsorgen. Und ganz wichtig: Türen frei halten, Englisch to keep clear. Definition: nichts in den Weg stellen. Beispiel: bitte die Einfahrt frei halten. Sonst kann ein Gegenstand jemanden behindern, Englisch to obstruct. Definition: jemandem im Weg sein. Beispiel: das Paket darf die Tür nicht behindern. Oder es wird zur Stolpergefahr, Englisch tripping hazard. Definition: etwas, worüber man fallen könnte. Beispiel: das Kabel da drüben ist eine Stolpergefahr. Auf solche Gefahren muss man hinweisen auf. Englisch to point out. Definition: die Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Beispiel: ich möchte Sie auf die Stolpergefahr hinweisen. Und trotz all dieser Regeln: wenn etwas schief geht, passieren Unfälle. Wir kommen zu Abschnitt 4. Wenn man zum Beispiel arbeitsunfähig ist. Englisch incapable of working. Definition: man ist zu krank oder verletzt, um zu arbeiten. Beispiel: nach dem Unfall war er 3 Wochen arbeitsunfähig. Und dann zahlt die Berufsgenossenschaft. Englisch Employers Liability Insurance Association. Was für ein Wort. Definition: die gesetzliche Unfallversicherung für Arbeitnehmer. Beispiel: die Berufsgenossenschaft bezahlt die Reha. Die wollen natürlich den Schaden prüfen, Englisch Damage. Definition: eine Zerstörung oder ein finanzieller Verlust. Beispiel: der Schaden an der Maschine ist groß. Sie prüfen das Ereignis, Englisch Event oder Incident. Definition: etwas, das passiert ist. Beispiel: dieses Ereignis muss dokumentiert werden. Sie fragen nach dem Ablauf, Englisch Sequence of Events. Definition: die Reihenfolge, wie etwas passiert ist. Beispiel: bitte schildern Sie uns den genauen Ablauf. Man muss jedes Detail kennen, Englisch Detail. Definition: eine Kleinigkeit oder Einzelheit. Beispiel: erzählen Sie mir jedes Detail des Unfalls. Wie kam es dazu? War der Boden glatt, Englisch smooth oder slippery? Definition: eine Oberfläche ohne Reibung. Beispiel: das Eis ist sehr glatt. Oder war es rutschig, Englisch slippery. Definition: so, dass man leicht den Halt verliert. Beispiel: Vorsicht, der nasse Boden ist rutschig. Vielleicht lag da ein Kabel, Englisch cable. Definition: eine Leitung für Strom. Beispiel: er ist über das Kabel gefallen. Oder ein Schlauch, Englisch hose. Definition: ein langes, flexibles Rohr für Wasser. Beispiel: der Gärtner hat den Schlauch liegen lassen. Dann kann man leicht stolpern, Englisch to trip. Definition: mit dem Fuß hängen bleiben und fast fallen. Beispiel: ich bin über die Kiste gestolpert. Oder ausrutschen, Englisch to slip. Definition: auf glattem Boden den Halt verlieren. Beispiel: sie ist auf dem Eis ausgerutscht. Man kann sich quetschen, Englisch to crush oder pinch. Definition: etwas stark einklemmen. Beispiel: er hat sich den Finger in der Tür gequetscht. Oder sich verbrennen, Englisch to burn oneself. Definition: sich durch Hitze verletzen. Beispiel: ich habe mich an der heißen Pfanne verbrannt. Wer war beteiligt? Englisch involved in. Definition: ein Teil von etwas sein. Beispiel: 3 Autos waren an dem Unfall beteiligt. Und dann kommt das Verhalten, Englisch behavior. Definition: die Art, wie jemand agiert. Beispiel: sein Verhalten nach dem Unfall war vorbildlich. Man muss nämlich Ruhe bewahren, Englisch to keep calm. Definition: nicht in Panik geraten. Beispiel: bei einem Brand muss man Ruhe bewahren. Man muss alles sachlich erklären. Englisch factual oder objective. Definition: ohne Emotionen, nur die Fakten.
Beispiel, der Bericht ist sehr sachlich geschrieben. Und man muss den Unfall schildern. Englisch to describe. Definition: etwas genau erzählen. Beispiel: Der Zeuge konnte den Unfall genau schildern. Die Polizei sucht einen Zeugen. Der Zeuge darf nicht einfach etwas behaupten. Englisch to claim. Definition: sagen, dass etwas wahr ist, ohne Beweis. Beispiel: Er behauptet, dass er nicht zu schnell war. Er muss sagen, was er beobachten konnte. Englisch to observe. Definition: etwas genau ansehen oder bemerken. Beispiel: Ich konnte beobachten, wie der Mann wegrannte. Wow, und warum machen wir das alles? Damit kommen wir zum letzten Teil. Zufrieden leben in Deutschland. Richtig. Es geht um unser Wohlbefinden. Englisch well-being. Definition: ein Zustand, in dem man sich körperlich und mental gut fühlt. Beispiel: Sport fördert das allgemeine Wohlbefinden. Und um Zufriedenheit. Englisch satisfaction. Definition: das Gefühl, dass alles gut ist, wie es ist. Beispiel: Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist extrem wichtig. Das ist nämlich ein Grundbedürfnis, Englisch Basic Need. Definition: etwas, das der Mensch zwingend zum Leben braucht. Beispiel: Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ohne das hätten wir Geldsorgen, Englisch Financial Worries. Definition: Probleme und Ängste wegen Geld. Beispiel: Nach dem Jobverlust hatte er große Geldsorgen. Um das zu verhindern, treffen wir eine Vorsichtsmaßnahme. Englisch Precautionary Measure. Definition: eine Handlung, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Beispiel: Als Vorsichtsmaßnahme haben wir die Tür abgeschlossen. Das macht das System stabil, Englisch stable. Definition: fest und ohne große Schwankungen. Beispiel: Die Wirtschaft in diesem Land ist sehr stabil. Das ist wirklich entscheidend, Englisch decisive oder crucial. Definition von größter Wichtigkeit. Beispiel: Dieser Moment war entscheidend für seine Karriere. Es zeigt die Zuverlässigkeit. Englisch reliability. Definition: Die Eigenschaft, dass man sich auf etwas verlassen kann. Beispiel: Die Zuverlässigkeit der deutschen Züge wird oft diskutiert. Aber bei der Versicherung stimmt sie. Auch später, vielleicht im Pflegeheim. Englisch Nursing Home. Definition: Eine Einrichtung für alte oder kranke Menschen. Beispiel: Seine Großmutter lebt in einem sehr schönen Pflegeheim. All das gibt Raum für Geselligkeit. Englisch sociability. Definition: Das entspannte Zusammensein mit anderen. Beispiel: Er liebt die Geselligkeit und geht oft auf Partys. Und für eine funktionierende Partnerschaft. Englisch Partnership. Definition: Eine enge Beziehung zwischen zwei Menschen. Beispiel: Eine gute Partnerschaft erfordert viel Kommunikation. Dann kann man es sich zu Hause gemütlich machen. Englisch cozy oder comfortable. Definition: angenehm und behaglich. Beispiel: Wir haben einen gemütlichen Abend auf dem Sofa verbracht. Und das legt den Schluss nahe. Englisch to suggest the conclusion. Definition: Zu einer bestimmten logischen Folgerung führen. Beispiel: Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass wir richtig lagen. Also, was bedeutet das alles? Das wirft eine wichtige Frage auf. Wenn unser System so stabil und sicher ist, befreit uns diese Strenge am Ende eigentlich für ein gutes Leben? Exakt. Die strenge Struktur der Arbeit schafft das Fundament für die Freiheit im Privatleben. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn du jeden Tag Wörter wie Berufsgenossenschaft und Verbotszeichen benutzt, vielleicht fängst du dann einfach automatisch an, die Welt strukturierter und sicherer zu bauen. Ein philosophisches Henne-Ei-Problem, über das du nach unserer heutigen Sitzung nachdenken kannst. Es war ein intensiver Durchlauf durch extrem viele, aber super wichtige Vokabeln. Ich hoffe, du verstehst jetzt nicht nur die Übersetzungen, sondern auch die kulturelle Mechanik dahinter. Absolut. Und denk dran, wir als deine Deutschlehrer bei Deutsch klingt, lassen dich damit nicht alleine. Wenn dir dieser Deep Dive in die Sprache geholfen hat, abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal Deutsch klingt. Es kostet dich keinen Cent, aber es hilft uns enorm. Und vergiss den Telegram-Kanal nicht. Lade dir die komplette Vokabelliste mit all diesen Definitionen, den deutschen Beispielen und den englischen Übersetzungen herunter. Der Link ist in der Beschreibung. Wie gesagt, jetzt ist der Download dort noch kostenlos. In Zukunft wird das etwas kosten. Greif also zu.
Und schau dir auch unbedingt den Link zu ExpressVPN in der Beschreibung an. Egal, ob du sicherer im öffentlichen WLAN arbeiten willst, dein geliebtes heimisches Netflix im Urlaub brauchst oder das Roland-Garros-Turnier live aus Frankreich streamen möchtest, das ist das Werkzeug, das du brauchst. Viel Erfolg beim Anwenden dieser Vokabeln in deinem Arbeitsalltag. Wenn du das nächste Mal an einem quadratischen grünen Schild vorbeiläufst, weißt du genau, was es rechtlich bedeutet. Ganz genau. Bis zum nächsten Deep Dive in die deutsche Sprache. Mach's gut, bleib sicher am Arbeitsplatz und bleib fleißig.